Hallo und herzlich willkommen zu Bike mit Leo Kass, Thema Hinterrad versetzen. In dieser Folge möchte ich euch anhand ein paar ganz einfachen Schritte zeigen und erklären, wie man das Hinterrad mit dem Mountainbike versetzt, also Serpentinen fahren oder Spitzkehren fahren und das Hinterrad umsetzen. Dabei gibt es mir bekannt zwei verschiedene Varianten. Die eine Variante kennt fast jeder, und zwar sagt der Kumpel dann, ja, Hinterrad umsetzen, einfach mit einem Hüftschwung. Ne, das sieht meistens dann so aus, man fährt eine Spitzkehre, kommt fast komplett zum Stehen, also Vorderradbremse komplett gedrückt, und dann mit einem Hüftschwung versucht man das Hinterrad umzusetzen. Funktioniert, ist aber keine schöne Variante und ist nicht so effektiv. Ich möchte euch heute eine coolere, bessere Variante zeigen, die eigentlich noch einfacher funktioniert. Gerade für Anfänger ist es einfacher, das zu erlernen, und es ist halt auch sinnvoller, und zwar eigentlich die Profi-Variante, ja, dass man eine Spitzkehre fährt, das Hinterrad versetzt und das Vorderrad dabei aber gleichzeitig weiterrollt. Ja, klingt ein bisschen schwer, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn man sich an die Schritte, die ich euch jetzt nacheinander erkläre, hält. Je nachdem, wie begabt man ist, kann man schon nach 3 Minuten das Hinterrad erfolgreich versetzen. Okay, also als erstes müssen wir lernen, mit dem Fahrrad zu bremsen. Ja, aber nicht einfach nur zu bremsen, sondern dosiert zu bremsen, ohne dabei stehen zu bleiben. Ja? Man fährt in einer moderaten Geschwindigkeit an und lässt die Bremse schleifen. Eigentlich ganz einfach. Okay, wenn ihr das könnt, nächster Schritt, und zwar einfach aus der Hocke aufstehen. Also fahren wir an, moderate Geschwindigkeit, gehen tief und stehen auf. So, im nächsten Schritt, ganz einfach, kombinieren wir die beiden Sachen. Also wir fahren an, lassen die Bremse schleifen, gehen tief, gehen hoch, und schon seht ihr, das Hinterrad wird entlastet, das Hinterrad kommt hoch. Das ist unsere erste Zutat, um das Hinterrad umzusetzen. So, im nächsten Schritt, ganz schwierig, und zwar wir fahren an und angenommen wir möchten eine Linkskehre fahren, also das Hinterrad nach rechts umsetzen, fahren wir an und legen den Sattel ans linke Bein. Das kriegt jeder hin. Sattel ans linke Bein legen. Okay. So, jetzt kombinieren wir diese drei Sachen. Also das dosierte Bremsen, das tief hoch und gleichzeitig den 5. Kontaktpunkt, also den Sattel am linken Bein. Und schon setzt das Hinterrad um. So, wenn ich jetzt währenddessen noch eine leichte Kurve fahre, also mit dem Vorderrad so versuche, auf diesem geraden Weg so ein bisschen nach links rauszufahren, also von euch aus gesehen nach rechts, dann seht ihr, in Kombination mit dem Ganzen, so dosiert bremsen, tief hoch und den Sattel ans linke Bein legen, schon geht das Hinterrad ein ganzes Stück weiter herum. Ja, also eigentlich ganz einfach. Wenn ihr es in einem kleinen Hang übt, dann wahrscheinlich würdet ihr ein bisschen länger auf dem Vorderrad so entlang fahren. Also wirklich nicht schwer. Das müssen wir jetzt nur noch auf dem Trail machen. Ja, versucht nicht den Fehler zu machen, dass ihr dabei aufs Hinterrad achtet, ob ihr es schafft, es umzusetzen. Ja klar, wenn wir jetzt sehen, ob es funktioniert hat, aber ihr werdet es schon spüren. Fahrt um die Kurve, also fahrt die Spitzkehre, macht die Technik, wie ihr es auf dem einfachen Gelände geübt habt. Dabei schaut ihr weit herum zum Kurvenausgang und dabei drillt ihr das Fahrrad noch weiter herum und es funktioniert einwandfrei. Ich mache es euch jetzt anhand hier ein paar Spitzkehre mal vor, wie einfach das aussehen kann. Im Gelände kommen halt noch andere Faktoren hinzu, wie Stufen, schottriger Boden oder Wurzeln, irgendwas, was noch halt zusätzlich stört. Das muss man ein bisschen kompensieren, aber die Technik ist so ziemlich das Gleiche. Und eigentlich, umso steiler die Spitzkehre ist, also die Ebene, an der man anfährt, bis zur Ebene, in die man reinfährt, also die Kurve, wenn da der Höhenunterschied sehr groß ist,
fällt es noch leichter, weil man dann nicht mehr so viel Impuls nach oben braucht, um das Hinterrad zu entlasten. Ne? Dann braucht man nur noch ganz kleinen Impuls. Hauptsache der Sattel liegt am linken Bein, jetzt bei Linkskurve, und schon geht das Hinterrad rum. Ja, das war's auch schon vom Biken mit Leo Kast. Thema Hinterrad versetzen. Ich weiß, relativ knappe Folge, war aber mit Absicht so. Ich möchte meine Biken mit Leo Kast Folgen ein bisschen kompakter machen, so dass ein Video ein Thema, dass wenn ihr irgendwas sucht, nicht wie in meinen alten Videos da 40 Minuten irgendwie da durchscrollen müsst oder durchsuchen müsst, bis ihr dann eine gewisse Technik, oder einen Tipp, den ich da gegeben habe, raussuchen müsst. So habt ihr es kompakt in einem Video, kurzes Video, habt ihr die Inhalte schnell wieder intus innerhalb weniger Minuten. Und so möchte ich auch die nächsten Videos abdrehen, es sei denn, es kommt irgendwas Spezielles, weiß man nie, von den 884 Folgen, die noch kommen werden. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaut euch auch meine alten Folgen an und schaltet auch mal wieder ein, wenn ich was Neues hochlade, also abonnieren. Und ja, das war's. Dann macht's gut. Ciao.